Deine körperlichen Angstsymptome sind sehr oft das Resultat eines Ungleichgewichts deines Nervensystems. Das bedeutet, Parasympathikus und Sympathikus sind nicht mehr im Lot. Deswegen schenke ich dir in diesem Video eine Übung für deinen Alltag, um deinen Vagusnerv zu aktivieren, damit dieses Problem der Vergangenheit angehört. Schau, der Vagusnerv wird auch Ruhenerv oder Erholungsnerv genannt und steuert Funktionen in dem Körper, die ihm helfen zu regenerieren. Durch ein paar gezielte Übungen lässt es sich aktivieren und diese Übungen werden wir heute gemeinsam machen, damit auch du deine innere Anspannung so lösen kannst, damit du sogar in Zukunft besser mit Angst und Stress umgehen kannst, damit du einfach dieses Gleichgewicht in dir wiederherstellen kannst und damit du wieder von dieser Nervosität wegkommst und mehr Ruhe und Gelassenheit in deinen Alltag verspürst. Der Vagusnerv ist der längste unserer 12 Hirnnerven und ist ein Teil des sogenannten Parasympathikus, somit also auch für unsere innere Ruhe und unsere Gelassenheit zuständig. Gerade die Menschen, die unter Ängsten, Grübeleien und innerer Unruhe leiden, sollten den Parasympathikus mehr aktivieren. Vielleicht gehörst du auch dazu und vielleicht ist es auch bei dir leider genau andersrum. Das heißt, der Sympathikus, also der Gegenspieler zum Parasympathikus, ist zu stark aktiviert und das verursacht genau diese Symptome, die wir dann nicht haben wollen. Und unter denen wir unser Leben so stark leiden wie Stress, innere Unruhe bis hin zu depressiver Verstimmung. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann sagt, ich kann nicht mehr, wie soll das Ganze einfach weitergehen? Versuch dir mal den Vagusnerv wie so eine Schaltstelle zwischen deinem Gehirn und deinen Organen vorzustellen. Er hat einen ausgleichenden Einfluss auf ganz verschiedene Körperfunktionen und beeinflusst somit also auch dein Wohlbefinden. Er verläuft vom Hirnstamm in deinen Kopf, über den Hals, in die Brust, bis runter zu deinem Bauchraum, wo er sich dann verzweigt wie ein Baum und läuft unter anderem zu deinen Herzen, zu deinen Nieren, deiner Leber und deiner Milz, bis hin zum Verdauungsorganen und von dort wieder zurück ins Gehirn. Und gerade deswegen lohnt es sich, einen Blick auf den Vagusnerv zu werfen. Er beeinflusst die Herzfrequenz und den Blutdruck. Er steuert die Atemmuskulatur und reguliert die Atemfrequenz. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Steuerung des Verdauungstrakts. Er kann entzündliche Reaktionen im Körper beeinflussen und es gibt Hinweise darauf, dass der Vagusnerv an der Regulation von Stimmung und Emotionen beteiligt sein könnte. Also eine aktivierende Stimulation des Vagusnervs wurde zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen erforscht. Lange Zeit wurde der Vagusnerv sogar unterschätzt, aber in puncto Entspannung hat er wirklich ein erstaunliches Potenzial. Und es gibt ja ganz verschiedene Übungen, die du machen kannst. Eine davon machst du sehr wahrscheinlich jeden Tag unbewusst und das hast du noch gar nicht gemerkt. Wenn du dann so Angst hast oder Stress, dass du dann versuchst, unbewusst mit dem Atem diese Gefühle zu regulieren. Kennst du das vielleicht? Und tatsächlich, es gibt ganz viele Übungen, die als erste Hilfe bei Stress, Ängsten und innere Unruhe kleine Wunder wirken. Zu denen kommen wir jetzt. Denn jetzt möchte ich dich einladen, eine Übung direkt mit mir zusammen auszuprobieren. Und jetzt stopp, du kannst einfach sitzen bleiben oder wo du gerade bist mitmachen. Du kannst liegen, du kannst, von mir aus bist du auf der Arbeit und nimmst mal kurz Zeit für dich. Du kannst dich von mir aus ins Bett setzen, im Schneidersitz, so wie es sich einfach für dich am besten anfühlt. Also du musst nicht irgendwo jetzt etwas Besonderes einrichten, du kannst diese Übung überall in deinen Alltag machen. Also, wir haben ja gerade gelernt, dass der Vagusnerv den Schädel zusammen mit der Halsschlagader verlässt und läuft dann über die Brust in den Bauchraum. Er steht also in Verbindung auch zum Kehlkopf und zum Rachenraum und er hat Einfluss auf die Atmung. Das können wir jetzt uns zunutze machen, indem wir zum Beispiel summen oder brummen. Jetzt sagst du dir, warum summen oder brummen? Das ist ganz erstaunlich. Ich mache jetzt mit dir diese Übung und dann mal schauen, wie du darauf reagierst. Und ich würde gerne wissen, vor allen Dingen, wie deine Meinung dazu ist und ob du das Gefühl hast, dass es dir während der Übung dieses Summen und Brummen schon gut tut. Also, wie gesagt, schreib es in die Kommentare mal hinein. Also jetzt erst die Erklärung.
und danach machen wir es gemeinsam, wenn du willst. Du solltest dich in eine bequeme, aufrechte Position hinsetzen. Wie gesagt, du kannst dich auch ins Bett legen, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Wichtig ist es nicht. Atme dann tief ein. Hebe dann deine Ellenbogen zur Seite und verschließe damit deine Ohren. Am besten mit den Zeigefingern, aber muss nicht sein. Dann atmest du tief und lange, summend oder brummend, wie du möchtest, anschließend dann aus. Wenn du das machst, wirst du dieses Brummen und dieses Summen in deinen Kopf bemerken, so als wirst du in einer Höhle. Und du wirst bemerken, dass es richtig entspannend ist. Jetzt machen wir es mal gemeinsam. Also, jetzt. Einatmen. Ist es bei dir auch gerade so? Furchtbar entspannend. Echt super, mega. Und das kannst du auch beliebig oft machen. Und das Tolle ist, bist auf Arbeit, bist an der Kasse, du hast einen Streit mit einem Partner oder du grübelst wieder viel und du bist in dieser ganzen Sorgenschleife dort oben drin, ja? So einfach. Und anlegen, tief einatmen. Toll, mega. Selbstverständlich löst es nicht das Problem der Grübelei und der Sorgenmacherei und der aufdringlichen Gedanken, weil das ja immer wieder kommt und führt dann wieder dazu, dass du wieder innere Unruhe hast. Aber es ist doch zumindest mal kurzfristig, wenn du wieder diese Momente hast, wo du sagst, ich halte es nicht mehr aus. Ein Mega-Tool, das du jetzt anwenden kannst. Du möchtest jetzt ja vielleicht wissen, wie du die Ursache, also diese ganze Grübelei und diese ganze Sorgenschleiferei dort oben, das immer wieder zu Angst und Unruhe und depressiver Verstimmung führt, lösen kannst. Dann solltest du dir dieses Video einmal von mir ansehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.